Du willst mit anderen Musikern jammen, hast aber keine Ahnung, was du auf dem Bass spielen sollst, wenn es zum Beispiel in eine Blues Jam Session geht. Dann habe ich das Richtige für dich in diesem Video, und zwar geht es um die wichtigsten Blues Bass Riffs für Anfänger. Als ich angefangen habe, Bass zu spielen, da war Blues eigentlich überhaupt nicht interessant für mich. Das war Musik für alte Männer. Mich hat Slap Bass, Funk interessiert, auch Metal- und Rock-Bass-Sachen. Mittlerweile ist es komplett anders. Ich liebe es, mit anderen Musikern Blues zu spielen, und habe dann auch irgendwann mal verstanden, dass der Blues vielmehr so die Mutter auch von Funk, von Soul, von Rock ist und es sich lohnt, Blues-Bass zu lernen. Vor allem, wenn man mit anderen Musikern zusammen jammen will, die man vielleicht gar nicht so kennt. In 99% aller Fälle kommt jemand auf die, die sagt, ja, lass uns einen Blues spielen. Zum Beispiel ein A-Blues. Jetzt stellt sich natürlich da die Frage, was meint er denn mit einem A-Blues? Was soll ich denn da auf dem Bass spielen? Und darum geht es jetzt heute in dem Video. Ich zeige dir wirklich ein paar Basic Bass-Riffs, die man zum Blues spielen kann. Am Ende des Videos findest du übrigens auch Backing-Tracks, zu denen du die Blues-Bass-Riffs, die Blues-Bassläufe dann auch üben kannst, die ich dir jetzt zeige. Wenn wir vom Blues reden, dann geht's eigentlich um einen Musikstil, der relativ breit eigentlich ist. Es hat viel mit einem Gefühl zu tun, es hat viel mit einem Sound zu tun, und trotzdem kennt jeder von uns einen Song und man hört, ja, das klingt nach Blues. Ein Großteil daran liegt an der 12-taktigen Standard-Blues-Form. Ich erkläre dir das jetzt mal in C-Dur. Wir nehmen jetzt als Referenz die C-Dur-Tonleiter, um die Stufen zu benennen. Und zwar ist unser erster Akkord 1, C, 4, F, 5, G. Auf diesen 3 Akkorden baut der Blues auf. C, D, E, F, 1, 2, 3, 4. F wäre meine 4. Stufe. Und eine Stufe weiter, das G wäre meine 5. Stufe der Tonleiter. Und das ist jetzt in jeder Tonart gleich. Wenn ich jetzt das System nehme und zum Beispiel einen G-Blues spielen will, dann bedeutet das, G ist mein 1. Akkord, 4 ist jetzt C und das D ist der 5. Akkord. 5. Stufe. Bei dem 12-taktigen Blues-Schema ist es so, dass wir 4 Takte lang auf dem ersten Akkord sind. Danach kommen 2 Takte der 4. Akkord. Wieder zurück 2 Takte auf dem ersten Akkord. Da haben wir einen Takt 5., einen Takt 4. und 2 Takte den 1er Akkord. Es gibt ganz viel unterschiedliche Varianten davon noch. Aber das ist wirklich so das Basis 12-taktige Blues-Schema. Die Übung, die ich dir jetzt zeige, die Bassriffs, die spielen wir jetzt mal in A. A-Blues ist eigentlich fast so der Standard-Gitarren-Blues. Wenn du mit anderen zusammenspielst und es darum geht, lass uns einen Blues zusammenspielen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es ein A-Blues wird. So, ich zeige dir jetzt mal die einfachste Form, wie du jetzt zu dem Blues spielen kannst, und das ist einfach nur Viertelnoten immer auf dem Grundton. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Entsprechend die 4 Takte. Dann wechselst du auf den 4. Akkord. In A-Dur, im A-Blues wäre das D. 2 Takte lang, dann geht's wieder zurück auf das A. Dann kommt das E, der 5. Akkord, 1 Takt. D, 4. Akkord, 1 Takt. Wieder zurück zur 1 zum A. Okay, das war ja super einfach.
Jetzt machen wir das Ganze mit Achtelnoten. Akkordfolge ist wieder genau gleich und wir bleiben auch bei den Grundtönen. Das heißt, wir spielen wieder Viertakte A und so weiter. Die nächste Möglichkeit ist, wir nehmen in unsere Basslinie nicht nur den Grundton, sondern wir nehmen die Quinte mit dazu. Wir sagen auch den Wechselbass dazu. Der kommt in Marsch, in Folklore, in lateinamerikanischer Musik. Überall kommt das vor, das von Grundton zur Quinte geht. Ganz, ganz wichtige Intervall, ganz wichtiger Sprung in der Basslinie, die wahnsinnig oft vorkommt. Auch im Blues kann man das sehr gut machen. Das heißt, wir spielen den Grundton und die Quinte und suchen uns jetzt halt einen Rhythmus aus, der jetzt gut dazu passt. Hör dir mal dieses Beispiel hier an. Jetzt nehmen wir noch einen dritten Ton dazu. Ein Akkord besteht eigentlich in seiner Grundform als Dreiklang aus dem Grundton, der Terze und der Quinte. 1, 3 und 5. Grundton, Terze, Quinte. Die Basslinie, die ich dir jetzt dazu habe, die hört sich so an. Okay, noch eine Variante mit 3 Tönen. Wir nehmen den Grundton, die Oktave, das ist der gleiche Ton. Nehmen jetzt eine kleine Septim, die ist hier. 2 Bünde tiefer zur Oktave und wieder die Quinte dazu. Auch die Basslinie wirst du in wahnsinnig viel Blues-Songs finden. Noch eine ganz typische Basslinie, ein typischer Bassriff ist es, wenn wir zu unserem Dreiklang, Grundton, Terz, Quinte, noch die Sext dazu nehmen, den 6. Ton der Tonleiter. Das ist auch so eine ganz typische Boogie-Woogie Rock'n'Roll Basslinie. Das hört sich dann in einem Song so an. Nun ist es so, im Blues gibt es 2 so große rhythmische Unterschiede. Das eine, was wir jetzt immer gemacht haben, in dem bisherigen Beispiel, waren immer gerade Achtel. Es gibt aber einen ganz typischen Blues-Rhythmus, den Shuffle. In Jazz wird er eher dann auch Swing genannt, der aus dem Triolischen rauskommt. Das heißt, wir haben jetzt keine geraden Achtelnoten mehr, sondern Shuffle-Rhythmus. Wir haben eine Triole innerhalb von einer Viertelnote, spielen die erste und die letzte Triole da davon. Das hört sich dann so an. Du hörst, es ist ein komplett anderes Feel, auch ganz typisch von Blues und macht eigentlich auch ganz viel von dem Sound aus. Jetzt ist es beim Shuffle so, dass das nicht mathematisch genau aufgeteilt ist,
die drei Noten innerhalb von der Viertel. Also das ist ein unterschiedliches Feel, je nachdem, aus welcher Gegend die Band, die Musik kommt. Es kommt ganz darauf an, wie die Musiker den Shuffle fühlen, wie der Drummer den spielt. Da gibt's Millionen unterschiedliche Arten, das zu fühlen und zu spielen. Das macht es aber aus und deshalb macht es auch so viel Spaß, Blues vor allem in einem Shuffle-Rhythmus zu spielen. Hier mal ein paar Beispiele, dass du es ins Gehör reinbekommst. Ich starte wieder mit den Viertelnoten, dann Achtelnoten, wie wir es davor auch hatten. Und jetzt wirst du sofort merken, wie sich das doch anders anhört mit dem Shuffle-Rhythmus. Du hörst, es macht ganz neues Feel, ganz neuer Groove. Jetzt können wir natürlich auch wieder die Patterns von vorhin nehmen. Wir können unseren Dreiklang mit reinnehmen, wir können unser typisches Rock'n'Roll quasi Pattern nehmen und das da mit einbauen. So kommst du auf wahnsinnig viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie du zu dem Blues dazu spielen kannst, obwohl es ja eigentlich nur immer die gleichen 3 Akkorde sind. Wenn du dich jetzt fragst, es gibt doch bestimmt auch mehr Töne, die man da spielen kann. Ja, die gibt's. Es gibt wahnsinnig viele Töne, die da dazu passen. 2 möchte ich dir noch ganz kurz vorstellen, die nennt man die Blue Notes. Und zwar eine davon ist die kleine Terz, die ist einen Halbton tiefer zu der Terz, die wir jetzt vorhin hatten. Das ist auch eine Mollterz, das ist eine Blue Note. Und den Ton hier, das ist unsere Quinte und ein Halbton tiefer, da ist auch eine Blue Note. Eine verminderte Quinte, B5 sagt man auch dazu. Daher kommt auch viel von dem Blues-Sound. Oder? Das klingt nach Blues, weil die Blue Notes da drin sind. Und die kann man natürlich auch in die Basslinie mit einbauen. Hier mal ein paar Beispiele für dich. Noch mehr Ideen, Blues-Riffs und vor allem Tonleiterübungen von Blues-Bass-Tonleitern findest du übrigens in meinem E-Book, das du bei bass-lernen.de dir bestellen kannst. Schau mal rein, E-Book mit ganz vielen Übungen, ganz vielen Demosongs und vor allem eine Anleitung, wie du aus den Tonleitern deine eigenen Blues-Bass-Linien basteln kannst. Ich hoffe mal, dass das jetzt ein bisschen dir geholfen hat, in so eine Blues-Jam-Session reinzukommen, beziehungsweise mit anderen Musikern zusammen zu jammen. Das ist wirklich das Allergeilste, was es gibt, beim Bassspielen mit anderen zusammen zu spielen. Wenn dann mal einer sagt, hey, lass uns doch mal zu einem Blues-Jam, dann gar kein Problem. Du weißt mittlerweile die Basics dazu. Wenn du jetzt noch kurz dran bleibst, dann kommen auch die Backing-Tracks zum Dazu-Spielen. Kannst du selber deine Basslinie dazu üben. Mehr zu dem Thema findest du übrigens immer in meinem Blog bassmeup.de. Link dazu ist unten in der Beschreibung drin. Da ist auch nochmal der Link zu dem Basslernen Online-Shop mit dem E-Book. Schau doch einfach mal vorbei. Ich danke dir fürs Zuschauen. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis bald. Viel Spaß.
Ciao, ciao.